Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit dem neuen Speedset, neuen Game Patches oder auch nicht. Was das bedeutet, seht ihr gleich. Wochenend-Event und ein paar besonderen Cash-Up-Aktionen. Also, neues Speedset, es heißt Bottom Mark und ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also es ist bestimmt eine Anspielung auf irgendwas, was man kennt, so wirkt es zumindest auf mich. Ich kenne es auf jeden Fall nicht. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht wirklich damit einverstanden, dass die 10.10.8-Version von dem Set für die drei, naja, hässlicheren sind. Das ist natürlich subjektiv, ich weiß, aber es ist dreimal mehr oder weniger das gleiche Color Scheme. Es ist immer irgendwie grün mit immer irgendwie rot. Das eine ist orange, also rot und gelb. Das andere ist rot und das andere ist rot und pink. Also es ist irgendwie immer rot dabei, immer grün dabei. Und das dreimal. Und das ist die 10.10.8-Version. Und gefühlt alle anderen Farben sind irgendwie ein bisschen spektakulärer oder alle anderen Farbkombinationen sind irgendwie besser aufeinander abgestimmt und sehen einfach für mich auf jeden Fall deutlich besser aus, deutlich interessanter. Und es wirkt fast so, als könnte man die linke Hälfte hier einfach, also die linken drei einfach wegschmeißen. Und man hätte eigentlich eine ganz coole Farbvariation. Man braucht sie einfach nicht, basically. Also gefühlt ist es einfach falsch rum. Also die drei hässlichen, also die ganz links, sollten rechts sein und andersrum. Aber keine Ahnung, was weiß ich schon. Jedenfalls, ja, das ist das neue CS-Set. Ja gut, vielleicht vor den Patch Notes noch kurz. Dungeon Coin Discount Event ist unser Wochenend-Event. Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr. Und das bedeutet einfach, alle Dungeon Coin Costs, alle separaten, werden um 1 reduziert. Das bezieht sich vor allem auf Curses, also der Eintritt ist das eine, was für die meisten Leute relevant sein dürfte, wenn sie Dungeons farmen. Aber derjenige, der den Dungeon öffnet, aktiviert ja meistens irgendwas zwischen 2 und 4 oder 5 Curses. Und für jeden Curse können die Kosten um 1 reduziert werden. Das heißt, wenn du alle Curses aktivierst, sagen wir, es sind 5 Curses und du gehst zusätzlich noch rein, dann wäre deine Gesamtreduktion 6. Also wenn alles mindestens einen Coin kostet, dann hast du überall -1. Also insgesamt sparst du dann 6 Coins, was sind das? 1,2 Millionen Penya pro Run so ungefähr. Ja, ist nicht die Welt, um ehrlich zu sein, aber es ist auch nicht schlecht. Gibt schlechtere Events, leider. Genau. Ja, dann die Patch Notes. Ehrlich gesagt, ich finde, das sind überhaupt keine wirklichen Patch Notes, weil hier sehen wir auch direkt Bugfixes and Balance Changes. Kein Quality of Life, by the way. Related skills will be applied during an additional maintenance scheduled for next week. Das heißt, zwei der heißesten diskutierten Themen oder zwei der heißesten diskutierten Themengebiete, das ist das bessere Wort, genau, die haben sie jetzt hier einfach rausgestrichen, die kommen dann nächste Woche nachgeliefert. Das heißt, wieder mal eine weitere Woche warten. Für alle, die jetzt irgendwie einen konkreten Bug haben, der sie total stört oder auch Balance Changes, mit denen sie absolut nicht zufrieden sind, ja, muss man bis nächste Woche warten. Und auch dann ist natürlich nicht garantiert, dass es gefixt wird, aber naja, kann man jetzt halt nicht sagen, weil wir wissen ja noch nicht, was nächste Woche dann sich ändert. Wir haben aber trotzdem ein paar allgemeine Bugfixes, die halt sehr oberflächlich sind, sage ich mal. Pet-Tamer Livia in Eilun hat keine Pet-Leveling-Quests angeboten. Der Force-Master-Skill Eye of Iblis, die Synergy, hat sich nicht auf Party-Member ausgewirkt. Also Synergy, ja genau. Fixed several errors and improved wording in the English version of the game. Also Rechtschreibfehler oder was auch immer. Und der FEC 2025 Yellow Tiger und Red Tiger, das waren, glaube ich, exklusive Belohnungen. Die sind jetzt nicht mehr Soul-linked, sondern Account-linked. Ja, dann haben wir noch allgemeine Änderungen, weil, wie gesagt, konkrete Bugfixes und Balance Changes, die mit Skills und so weiter zu tun haben, die kommen erst, wie gesagt, nächste Woche. Wir haben aber tatsächlich ein paar ganz coole General Changes, muss ich sagen, mit denen ich jetzt so nicht gerechnet habe. Bei ein paar merkt man aber auch, was da das Problem ist. Also, dass da nicht mehr wirklich das Game das Problem ist und deswegen, reden wir gleich noch drüber. Ich würde sagen, wir lesen uns erstmal durch. Also, das erste ist ein Unique Player Identifier is now displayed in the target information window. This identifier remains the same even if the player changes their name.
Und da sind wir schon beim ersten, aber ich sage, na gut, sagen wir es gleich. Also, das heißt, jemand kann jetzt nicht mehr aktiv Leute scammen oder irgendwas anderes machen, was ihn relativ unbeliebt machen dürfte, und dann einfach einen Name-Change benutzen und dann einfach so tun, als wäre nie was passiert. So Gilde verlassen, Name-Change, vielleicht sogar noch Geschlecht ändern, CS ändern, alles ändern, so gefühlt vielleicht sogar noch downleveln, und dann bist du quasi ein neuer Mensch. Ja, keiner weiß, wer du bist und so weiter. So ungefähr. Und das, schätze ich mal, ist der Hintergrund davon. Ich wüsste nicht, was sonst der logische Grund dahinter wäre, dass man das macht. Ich meine, klar, grundsätzlich wäre es immer interessant zu wissen, wer war das vorher. Aber gut, ich meine, andererseits ändert man ja seinen Namen vielleicht auch aus einem Grund. Und jetzt vielleicht auch nicht immer deswegen, weil man Krimineller ist, so ungefähr, weil man Leute halt betrügt und abzieht und was auch immer. Manchmal vielleicht auch einfach, weil man einfach nochmal Neustart will, einfach seine Vergangenheit hinter sich lassen will, ja, weil man muss ja nicht immer Leute betrügen oder sonst was haben, um vielleicht, keine Ahnung, nochmal Neustart, auch in einem Spiel zu starten zu wollen, was auch immer. Aber ich denke, es ist eher das Erste, also ich denke, ich denke, das Problem war einfach, dass zu viele Leute halt, ja, schlechte Sachen gemacht haben und deswegen sind halt alle anderen jetzt mehr oder weniger in Anführungszeichen der Kollateralschaden, also jeder, der jetzt halt, sag ich mal, nichts verbrochen hat und Name-Changes benutzt hat oder öfter benutzt, der hat halt jetzt einfach Pech gehabt. Dann sehen die Leute halt, wie er vorher hieß oder wer er war oder ist oder was auch immer. When completing an instanced dungeon, experience lost to death inside a dungeon is now restored in a way that the player's experience cannot be lower than it was upon entering the dungeon. Ein Hauptproblem, was schon oft beim Dungeon Farm kritisiert wurde, auch ich habe das schon oft kritisiert in der Vergangenheit, immer eigentlich nur dann, wenn Dungeons neu sind und man noch nicht so ganz so sicher ist oder die Leute noch nicht so gutes Equipment haben und oft sterben, habe ich das immer kritisiert. Auch, und ich denke, da war ich nicht der Einzige. Vor allem bei Anku haben das auch viele Leute kritisiert, weil man da ja doch sehr oft gestorben ist, vor allem am Anfang, aber auch jetzt noch. Und ja, teilweise auch nicht immer so, dass man was dafür kann für den Tod, je nachdem, ne? Und jetzt ist es halt so, wenn du den Dungeon machst, kannst du nicht mit weniger XP rausgehen, als du reingegangen bist. Und das ist eigentlich, das hört sich jetzt so an, so, naja, gut, heißt, wenn du 80 Mal stirbst, verlierst du trotzdem sämtliche XP, die du im Dungeon verdient hast. Und im Dungeon verdient man ja trotzdem XP. Teilweise gar nicht mal so wenig, also in Anku jetzt nicht unbedingt, aber in Wilds im Levelbereich 141 bis 160 kann man ja doch auch relativ gut leveln, nebenbei, während man farmt sozusagen. Und ja, ich meine, könnte immer noch, sag ich mal, besser sein, dass man vielleicht im Dungeon einfach gar keine XP verliert, ehrlich gesagt. Das wäre auch einfach eine Möglichkeit gewesen, dass man einfach in Instanz-Dungeons keine XP verliert. Aber wir haben, sag ich mal, das zweitbeste in Anführungszeichen bekommen. Und das ist eben hier, dass wir nicht mit weniger XP rausgehen, als wir reingegangen sind. Genau. Und das ist, denke ich, schon für viele Leute ein absolutes Plus. Und ja, betrifft auch eher Quality of Life, kann man fast sagen. So ein bisschen beides, ja. Also ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ist eine Änderung, die mich tatsächlich sehr überrascht hat. Dann auch hier 2 Zusätze dazu. Disconnecting oder kurz das Verlassen des Dungeons erlaubt immer noch XP Recovery, solange der Player anwesend ist in der Loot-Phase, nachdem der Boss besiegt wurde. Also das beeinflusst quasi nicht, wenn du disconnectest oder wenn du kurz den Dungeon verlässt, aus welchem Grund auch immer, kriegst du trotzdem diese XP wiederhergestellt, solange du am Ende vom Dungeon Run rechtzeitig wieder da bist, so ungefähr. Komischer Zusatz, weil ich meine, wer zum Teufel stirbt 20 Mal? Ich meine, ja, wenn du keinen Resurrection hast oder kein Blessing vielleicht oder dich keiner gerest hat. Aber ich meine, wer zum Teufel, also ja, keine Ahnung, sehr seltsame Szenarien, in denen das wahrscheinlich jemals zutreffen würde, aber ja, hier ist der Zusatz. Und wenn man XP verliert, weil man von einem normalen Monster getötet wurde, nachdem der Boss besiegt wurde, dann bekommt man keine XP recovered. Also dann kann man trotzdem immer noch mit weniger XP aus dem Dungeon rausgehen, als man reingegangen ist. Aber auch wieder so ein absoluter Sonderfall, der so gut wie niemals jemals jemanden betreffen wird. Ich meine, das sind jetzt so Dinger wie so Pet-Käfig öffnen. Aber mir ist so in der letzten Sekunde eingefallen, ich muss so den Pet-Käfig öffnen, rennt zurück, Monster tot oder sowas. Aber ansonsten passiert das eigentlich eher weniger. Genau. Dann weitere Änderungen. Partyleaders können nicht länger Leute kicken, während beide im selben Instanz-Dungeon sind. Warum? Warum braucht man diese Änderung?
Das ist sowas Ähnliches wie das erste. Ich meine, im ersten ging es wahrscheinlich eher um Scammer, Betrüger und so. Aber das hier ist auch eine Art von Betrug. Du gehst mit Leuten in den Dungeon und dann schmeißt du sie beim Boss raus und holst den ganzen Loot alleine rein, so ungefähr. Das haben Leute auch sehr gerne auf dem FEC gemacht. Also habe ich zumindest gehört, das ist mir tatsächlich noch nie passiert, aber ich habe es auf jeden Fall schon ein paar Mal gehört. Aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass das Leute machen. Und ja, also auch eine Änderung, die wieder an die Kriminellen in Flyf sozusagen gerichtet ist. Oder Leute, die halt einfach gerne unfreundlich sind. Partyleiter können außerdem nicht mehr die Party-Leadership an jemanden abgeben, der sich nicht im gleichen Instanz-Dungeon befindet. Ähnliches Szenario, wobei das tatsächlich jetzt ein bisschen komisch ist, weil warum sollte jemand, der im Dungeon ist, den Party-Lead an jemanden, der außerhalb des Dungeons ist, weitergeben? Aber das ist, glaube ich, einfach nur der Zusatz zum ersten. Ja? Also ich meine, man könnte es sehr leicht umgehen, dass du sagst, ich gebe einfach kurz meinem zweiten Char-Lead und dann kickt der alle raus und dann kriege ich trotzdem den ganzen Loot alleine so ungefähr. Und ich denke mal, das ist der Zusatz davon. Also dieser Spiegelsprich hätte ja auch mit dem Tabulator eingefügt sein müssen, weil es quasi die direkt miteinander verbundene Änderung ist, damit du das eben nicht umgehen kannst, dieses neue System. Ja, ob man das nicht irgendwie trotzdem umgehen kann, so genau habe ich mir das noch nicht überlegt, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, das ist halt echt an Leute gerichtet. Also das sind so Änderungen, ganz ehrlich, wo ich wieder sagen muss, das erinnert mich sehr stark an den FEC 25, wo wir die Änderung mit den Nachrichten haben, dass man erst ab Level 30 Nachrichten verschicken kann, dass man erst standardmäßig in den Einstellungen ändern muss, dass man überhaupt von allen Spielern Nachrichten bekommen kann, sonst ist das nämlich auf Friends Only gestellt und so. Und diese Änderungen waren damals, die haben wir nur den Leuten zu verdanken und teilweise sind die echt nervig. Wenn man Leuten schreiben will oder wenn man mit Leuten handeln will oder sonst was. Oder auch einfach, wenn man ein niedriger Spieler ist und einfach eine Nachricht verschicken will. Geht halt nicht, wegen irgendwelchen Leuten, die halt immer meinen, alle betrügen und übers Ohr hauen zu müssen. Und das sind jetzt wieder so Änderungen. Ja, grundsätzlich ist es natürlich nice, dass da jetzt Spieler wieder protected werden, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie nervig. Also es ist so, keine Ahnung. Und eigentlich irgendwie sollte sowas nicht notwendig sein, dass sowas die Zeit der Entwickler beansprucht, weil man muss sich vorstellen, das sind jetzt alles Änderungen, die jetzt passiert sind. Naja, und logischerweise in der Zeit, wo sie das gemacht haben, hatten sie keine Zeit für andere Änderungen. Und das heißt, andere Sachen wurden jetzt deswegen vielleicht eine Woche aufgeschoben oder 2 Wochen oder so. Und das nur wegen Leuten, die halt, also ich meine, versteht glaube ich, was ich meine. Das wirkt halt schon irgendwie unnötig und ja, haben wir halt einen gewissen Spielerkreis zu verdanken, mit denen keiner was zu tun haben will. Ultimate Cortana Templar Weapon now has 10 Jewel Slots instead of 7. Also Cortana-Waffe hatte auf Ultimate plus 10 nur 7 Gem-Slots. Ehrlich gesagt, das wusste ich nicht mal, höre ich zum ersten Mal. Aber jetzt wurde es ja gefixt, von dem her nicht mehr wirklich relevant. Und ich sage mal so, für die meisten Leute auch nicht so ultra relevant, weil dafür brauchst du halt auch erstmal eine Ultimate-Waffe plus 10, die die meisten Spieler nicht besitzen. Resurrection Skill Level wird jetzt angezeigt. Da geht's direkt weiter, das sind die komischsten Patch-Notes aller Zeiten. Wenn du gerest wirst, wird dir jetzt angezeigt, welches Level der Skill Resurrection hat von dem Spieler, der dich gerest hat. Auch ein sehr beliebtes Troll-Tool, vor allem auch wieder auf dem FEC. Also all solche Sachen kriege ich ja immer noch auf dem FEC mit. Auf Bodeng hört man sowas niemals, dass man aus dem Dungeon gekickt wurde im Run oder dass man gescampt wurde, ist auch extrem selten auf Bodeng, also außerhalb des FECs. Oder eben auch, dass man von jemandem getroll-rest wurde, der ein niedriges Rest-Level hat, damit man mehr XP verliert und so. Und lauter solche Sachen. Wieder. Man müsste meinen, sowas ist doch eigentlich gar nicht notwendig, aber weil sowas so oft vorkommt, weil die Leute actually rumlaufen mit Level 1 Rest und Leute resten, damit sie 2,9% XP verlieren oder so, das ist Wahnsinn. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Das ist crazy, dass sowas notwendig ist. Genau, der Itemname wird jetzt angezeigt, wenn man Items löscht in dem Confirmation Window. Also wenn du ein Item löschen willst, kommt dann die Bestätigung, möchtest du das wirklich löschen. Da muss ich auch sagen, echt nervig, dass du in der Vergangenheit einfach halt, naja, möchtest du wirklich löschen. Und wenn du dir nicht mehr 100% sicher warst, welches Item du gerade auf Löschen gezogen hast, dann ist schon so, Moment, lass mich lieber nochmal machen, damit ich sicher bin, dass das wirklich das richtige Item ist. Das ist tatsächlich auch eine coole Änderung, Quality of Life. Genau, Translation Updates are now applied with every maintenance. As a result, translation updates will no longer be explicitly mentioned in future patch notes. Also die Übersetzung habe ich ja auch ein kurzes Video drüber gemacht, dieser Übersetzungshub, der jetzt neu ist, wo ja auch Spieler ihre Übersetzungen einreichen können. Die wurden hier auch namentlich erwähnt, die ersten
Contributor. Und ja, deswegen ist jetzt Übersetzungssache keine Sache von Patch Notes mehr, sondern einfach ein laufender Prozess, der halt immer wieder einfach geupdatet wird oder eingespielt wird und deswegen nicht notwendig ist, dass man da das nochmal erwähnt. Ja, muss ich auch sagen, juckt mich persönlich jetzt ehrlich gesagt weniger. Ich habe kaum Probleme mit der Übersetzung, muss ich sagen. Klar, manchmal hier und da gibt es schon so goofy Stuff, wo man sich denkt, warum ist das jetzt so? Aber das sind halt einfach keine, das sind keine Probleme, über die man sich jetzt den Kopf zerbricht. Also ich meine, die Übersetzung von Flyleaf oder die Rechtschreibung in Flyleaf oder whatever oder ein Rechtschreibfehler in einer Quest, klar, ist es nervig, wenn man es so sieht oder so, aber auf der anderen Seite einfach so irrelevant, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da gibt es so dringendere, wichtigere Probleme. Deswegen hoffen wir mal, dass dieses Übersetzungshub, dieses Outsourcen, diese Aufgabe auf die Community mehr oder weniger, dass die dafür sorgt, dass die Entwickler mehr Zeit für andere Dinge haben. Also ich hoffe einfach, dass es ein positiver Effekt generell ist. Nicht nur, dass die Übersetzung besser wird, sondern generell. Wenn einfach nur die Übersetzung besser wird und das vielleicht sogar mehr Ressourcen bindet, weil die Entwickler jetzt laufend Updates einspielen müssen von der Übersetzung, dann fände ich es persönlich, ehrlich gesagt, sogar eine eher negative Entwicklung, weil also mir persönlich ist das Gameplay und Quality of Life und sowas deutlich wichtiger als die Übersetzung von dem Game. Mal ganz davon abgesehen, dass wir diese ganzen Übersetzungen eigentlich auch gar nicht wirklich brauchen, wenn man mal ehrlich ist, weil, ich meine, Flyleaf wird vor allem in 3 Regionen gespielt. Das ist Deutsch, oder Filipino. Ah doch, hier ist es. Ich wollte schon sagen. Ich habe nach P gesucht, deswegen. Also Deutsch, Filipino und Englisch. Wenn du diese 3 Sprachen kombinierst, dann bist du wahrscheinlich bei 80%. Und die anderen 20% davon sind wahrscheinlich 10% Chinesen tatsächlich. Also wenn du China noch mit dazu nimmst, dann hast du 90%. Und alle anderen Sprachen sind wahrscheinlich gerade mal so 10% oder so der gesamten Community. Und wenn man sich das vorstellt, dann denkt man sich halt schon so, na gut, okay, dann braucht man eigentlich auch nur 4 Sprachen so ungefähr. Oder nimm noch Spanisch dazu und dann bist du wirklich bei 95%. Und ich meine, ganz ehrlich, also ich bin persönlich der Meinung, dass wir diese Sprachen nicht brauchen. Zugegebenermaßen in der heutigen Zeit, aber mit AI und Übersetzungsdingern und so, ist es natürlich extrem einfach, sehr viel, sehr schnell zu übersetzen und auch relativ gut zu übersetzen. Vor allem, wenn halt noch Leute drüber schauen und deren Input geben, so das passt nicht ganz und so. Aber eigentlich, meiner persönlichen Meinung nach, tatsächlich relativ unnötig, dass man sich damit so groß beschäftigt. Vor allem, by the way, knapp 4 Jahre nach Release fängt man an, das Game richtig zu übersetzen. Lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen, was man dazu sagen kann. Auf jeden Fall bekommen die Contributor wahrscheinlich noch eine kleine Reward dafür, dass sie da geholfen haben. Ja, wird auch später bekannt gegeben. Das mit so kleinen Rewards, so kleinen Aufmerksamkeiten, naja, weil ich jetzt weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier groß ansprechen soll, aber ich sage nur so, es sollte auch damals beim FEC 25 eine PvP-Anmeldebelohnung geben. Die haben wir leider auch nie bekommen. Und beim PTS-Server, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, hieß es auch, dass die aktivsten Tester eine kleine Belohnung bekommen werden. Davon habe ich ehrlich gesagt auch nie wieder was gehört. Also ich finde fast, die sollten aufhören, solche kleinen Belohnungen und sowas anzubieten. Es gab auch mal eine Player-Survey 2024, da hieß es irgendwie 20 Spieler bekommen 500 F-Coin oder so. Ehrlich gesagt, das habe ich auch nie mitbekommen, wann oder was oder wer da was bekommen hat. Also ich sag mal so, man sollte es vielleicht einfach nicht anbieten, wenn das dann immer so im Sande verläuft. Also ich meine, ich lese mir alle Patch-Notes durch, ich lese mir eigentlich alle Neuigkeiten durch, ich habe den Discord-Kanal, kriege immer die Pings und so. Also es ist selten, dass ich wirklich was verpasse. Es kann passieren, ja, dann tut's mir leid. Aber es ist sicherlich nicht so, dass ich sowas niemals mitbekomme. Vor allem nicht, wenn ich selber dran teilnehme und selber auf die Belohnung warte und es kommt einfach nichts. Ich meine, ganz ehrlich, dann kam es wahrscheinlich auch einfach nicht. Und ja, diese kleinen Aufmerksamkeiten, oh, ihr habt euch da angemeldet, hier ist eine kleine Belohnung dafür. Das sind immer irgendwie nicht so schöne Erfahrungen und ich meine, dann hört halt einfach auf, es anzubieten. Weil, ja, so frustriert es halt nur. Ich meine, du hast nicht damit gerechnet, dass du was bekommst zum Übersetzungshub. By the way, ich nenne das immer Übersetzungshub. Ist einfach eine GitHub-Page, by the way, aber keine Ahnung, GitHub, was weiß ich. So klingt es irgendwie besser.
Genau, Valentine's Weapon Skins sind im Cash-Shop und das Valentine's Rabbit Lucky Box Set, Speed Set, ist auch im Cash-Shop, zusätzlich zu dem neuen Bottom Mark Set. Und ja, das waren so die News von heute. Ja, insgesamt tatsächlich, muss ich sagen, einer der besseren Patches, traurigerweise. Auf der anderen Seite auch traurig, dass sowas überhaupt notwendig ist, weil viele von den Sachen müsste man meinen, das passiert so selten und es gibt so wenige Leute, die so toxisch sind oder es müsste ja so wenige Scammer geben, dass das kaum ins Gewicht fällt, dass sowas notwendig wäre. Und wie man an diesen Patchnotes ganz gut erkennen kann, merkt man, anscheinend ist das extrem notwendig, weil es immer und immer wieder passiert, weil diese Leute einfach nicht aufhören. Ja, und wie gesagt, ich finde es crazy. Aber ich glaube persönlich auch, dass es jetzt nicht mal zwingend etwas ist, was man jetzt aktuell gebraucht hat, sondern ich glaube, weil wie gesagt, ich kenne diese Beschwerden vor allem vom FEC-Server und deswegen glaube ich, dass es auch ein bisschen so Vorbereitungspatch auf den FEC war. Also dass es so ein Aftermath vom letzten FEC vielleicht sogar war und die es halt einfach erst jetzt gemacht haben, weil sie erst jetzt dazugekommen sind oder so. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also dass das quasi noch die Erweiterung dieser Änderungen war, die wir schon beim FEC hatten. Aber ja, das waren die News von heute. Wie gesagt, danke euch für das Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.